Ja, Bernd ist eine äußerst lustige Geschichte, weil durch Zufall irgendwie, hatten sich unsere Wege, noch bevor wir uns kannten, mehrfach gekreuzt. Ich denke, der erste Kontakt war tatsächlich mal wieder über Facebook. Wir haben irgendwas gepostet von wegen jetzt im Caprivi-Zipfel Namibias, gerade bei Einreise. Und dann schrieb ein Bernd halt darunter, oh ja, cool, ich bin demnächst auch da. Haben uns da nichts weiter bei gedacht. Sind dann weitergefahren Richtung Windhoek, haben dort auf der Airport Guest Farm Medikamente abgeholt, die von anderen Reisenden für mich dort hinterlegt worden sind, und haben dann auch die Fahrzeuge angeguckt, die da untergestellt sind, während die Besitzer in Deutschland arbeiten. Und da haben wir natürlich die Mopeds geguckt und dann stand da so eine hübsche Tenere 660. Und wir haben uns länger angeguckt und so, ja, das ist ein hübsches Moped, das würde ich in Namibia auffahren. Kam dann etwas später raus, wir haben Bernds Motorrad dort kennengelernt, wussten das aber noch nicht. So, dann haben wir am Brandberg eine lustige Truppe Motorradreisender kennengelernt, der Heiner, der Nick und der Karl und die Barbara, Heiners Frau, und sind dann ganz spontan mit denen einen Tag, 1,5 Tage durch die Wüste gefahren, eine Etappe, die wir uns alleine nicht so richtig getraut haben, weil Riesendistanzen, schwere Orientierung, kein Wasser, und haben uns da so ein bisschen kennengelernt. Die waren am Anfang erstmal so, naja, wie das so ist, wenn erwachsene Männer in die Wüste gehen zum Spielen und noch mal 7 Jahre alt sind und dann mal richtig die Sau rauslassen. Also mit dem Moped sinnlos und voller Geschwindigkeit irgend so welche Dünen hochblasen. Abends machen die dann groß Lagerfeuer, trinken Bier. So richtig durchgeknallt. Wie man das so macht da in der Freiheit der Wüste. Naja, ja, wir haben die ins Herz geschlossen. Und einer der Bekannten vom Heiner war eben wieder dieser Bernd, von dem man dann so am Lagerfeuer nebenbei erfahren hat. Und wir haben immer noch keine Verbindung zwischen diesen ganzen Geschichten gehabt, bis wir dann wieder 2 Wochen später durch Zufall auf einem Campingplatz ein älteres Ehepaar kennengelernt haben, die mit uns da zufällig am Tisch saßen und Abend gegessen haben. Und die erzählten dann auch, ja, unser Schwiegersohn, der Bernd, der kommt jetzt demnächst auch. Und wir haben so gedacht, immer dieser Bernd, also entweder heißen die alle Bernd oder das ist immer derselbe Kerl. Und es war halt einfach immer derselbe Kerl. Und sie sagte, ja, das ist mein Schwiegersohn. Und dann formte sich so dieses Bild, ja, das ist der Typ, der da bei Facebook schon mal was geschrieben hat, von wegen er kommt. Und das wird auch der sein, von dem wir das Moped da gesehen haben am Flughafen. Und das ist derselbe Kerl, von dem der Heiner erzählt hat, dass er jetzt nächste Woche, wenn er vorbeikommt, mit dem zusammen fährt. Und dann haben wir auch schon seine Schwiegereltern kennengelernt. Und tatsächlich, eine Woche später kommt dieser Bernd dann live nach Namibia. Und wir haben uns verabredet, wie gesagt, er hat ja auch mitbekommen, dass wir da irgendwie schon die Hälfte seiner Kumpels und Mopeds und was alles kennengelernt haben, und sagt, komm, jetzt lass doch mal treffen. Und dann haben wir uns getroffen und vom ersten Moment an waren wir voll eine Wellenlänge. Und wir haben nicht nur einen Tag da auf dem Campingplatz verbracht, sondern wir sind, glaube ich, fast 1,5 Wochen zusammen dann durch die Wüste gefahren. Wir werden uns in Deutschland auf jeden Fall wiedersehen. Gut möglich, dass wir in Namibia nochmal zusammenfahren. Also das ist wirklich, ist eine Freundschaft entstanden, die, ja, die hält. Und deswegen, das war auch einer der Höhepunkte in Namibia. Ja, dass man da einfach so, wie gesagt, mitten in dieser einsamen Wüste, wo man eigentlich keine Menschen trifft, dann doch Kontakte knüpft, die ein Leben lang halten. Weil die wenigen, die man dann doch trifft, die sind auch alle was Besonderes.